Hallo ihr Lieben, auf meinem Kanal findet ihr etliche Rezepte zum Thema Baklava und heute gibt es eine neue Variante und zwar eine gerollte. Für den Sirup brauchen wir Wasser, Zucker und eine Zitrone, gemahlene Walnüsse, Butterschmalz oder geklärte Butter wie Ghee und hier habe ich noch Baklava-Teig bzw. Yufka-Teig für Baklava, den findet ihr im türkischen Lebensmittelgeschäft. Verwendet bitte nicht den vakuumierten oder gefalteten Yufka-Teig, denn der ist sehr brüchig und wir brauchen für dieses Rezept schöne Blätter. Außerdem braucht ihr einen Holzstab, den findet ihr im Baumarkt, der hat 1 cm Durchmesser oder auch eine Beschwerstange für Vorhänge, die ist ganz praktisch, wenn man die in der Mitte sogar auseinandernehmen kann. Alternativ könnt ihr auch eine dicke, lange Stricknadel verwenden. Zuerst bereiten wir den Sirup vor und dafür vermischen wir Zucker und Wasser in einem Topf und kochen das Ganze erstmal auf. Und wenn es so stark blubbert, reduziert ihr die Hitze auf, bei mir ist es Stufe 7 von 9 und kocht den Sirup jetzt ungefähr 8 bis 10 Minuten lang ohne Deckel. In der Zwischenzeit könnt ihr schon mal die Zitrone in Scheiben schneiden, allerdings brauchen wir hier nur 2 Stück davon. Ist der Sirup fertig, gebt ihr die 2 Zitronenscheiben dazu, nehmt den Topf von der Kochstelle und lasst den Sirup vollständig auskühlen. Ihr könnt ihn auch 1 bis mehrere Tage vorher zubereiten und einfach im Kühlschrank lagern. Danach wird das Butterschmalz geschmolzen. Warum ich Butterschmalz verwende, habe ich euch in meinem ersten Video zum Thema Baklava erklärt, den Link findet ihr in der Infobox. Nehmt die Yufka-Blätter vorsichtig aus der Verpackung, legt sie vor euch hin und deckt sie mit einem sauberen Küchentuch ab. Was ich noch mache, ist, dass ich dieses Küchentuch noch ein bisschen befeuchte, also wirklich nur ganz leicht, aber das ist optional. Dann schnappt ihr euch das erste Blatt und bestreicht dieses mit dem heißen bzw. warmen Butterschmalz. Achtet auch darauf, dass ihr die Ränder bestreicht. Darauf legt ihr jetzt ein zweites Blatt, bestreicht dieses ebenfalls mit dem Butterschmalz und anschließend sind schon die Walnüsse an der Reihe. Lasst am besten vorne und hinten ungefähr 1 bis 2 cm frei, weil sich so der Yufka-Teig einfach besser einrollen lässt. An jener Seite, die zu euch schaut, also eine der kurzen Seiten, faltet ihr den Teig ungefähr 3 bis 4 cm zur Mitte hin, legt den Stab drauf und rollt das Ganze jetzt straff auf. Jetzt drückt ihr die Blätter wie eine Ziehharmonika von den Seiten zur Mitte hin zusammen. Danach legt ihr die erste Rolle in eine Auflaufform dieser Größe. Auf diese Weise fahrt ihr mit den übrigen Blättern fort. Ihr braucht also immer für eine Rolle 2 Yufka-Blätter. Da in meiner Verpackung 15 Stück drin waren, ist bei mir am Ende ein Yufka-Blatt übrig geblieben und ich hatte am Ende insgesamt 7 Rollen. Jetzt werden die Rollen mit dem übrigen Butterschmalz bestrichen und gebacken. Gebt sie in den vorgeheizten Ofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze für ungefähr 30 bis 35 Minuten. Sollten sie euch oben zu dunkel werden, abdecken mit Alufolie und weiterbacken. Der kalte Sirup wartet, wie man sieht, auf seinen Einsatz.
Baklava ist heiß, Sirup ist kalt. Das ist die Kombination, die wir brauchen und dann macht es diese schönen Zischgeräusche. Lasst die Rollen bei Zimmertemperatur vollständig auskühlen und danach gebt ihr sie für mindestens 2 bis 3 Stunden, am besten aber über Nacht, in den Kühlschrank. Sie lassen sich auch super einfrieren und wie das funktioniert und was ihr dabei beachten müsst, könnt ihr im Rezept auf meinem Blog nachlesen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und wenn das der Fall ist, unterstützt mich, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, kommentiert und besucht mich gerne auch auf Facebook, Pinterest und Instagram und wir sehen uns im nächsten Video wieder.